2 Sekunden live. Puh. Ich hoffe, dass der Chat jetzt auch gleich angezeigt wird, weil ich mache das zum ersten Mal hier. Kommentare werden hier angezeigt. Okay. Tippe und einem Zuschauer. Ach so, man kann sogar übertragen. Ah, okay, da sind schon welche. Ah, man kann, okay. Also wie gesagt, ich mache das hier mit diesem Facebook-Stream zum allerersten Mal. Also 3 kann ich zumindest schon sehen, die da sind. Grüße. Grit Ludwig möchte an deinem Video teilnehmen. Bia, Hallöchen. Gestattet Zuschauern die Teilnahmeanfragen für dein Video zu senden. Leute, überfordert mich nicht, weil ich kenne mich absolut nicht aus. Hallo Steffi, hallo Grit. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach noch ein paar Minütchen ab, bevor ich dann so langsam, ja, mit unseren nicht so schönen Erfahrungen starte. Ah, ihr könnt, hallo Claudia, ihr könnt sogar Emojis hier einfügen. Also wie gesagt, ich sehe das mit diesem Facebook-Livestream, sehe ich jetzt selber zum ersten Mal, aber ich habe gedacht, das ist jetzt einfach mal eine Alternative, ne, für YouTube. Hey Kerile. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Also ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich habe sehr viele PNs bekommen, ob das jetzt auf YouTube war, ob das jetzt hier auf dem Messenger von Facebook war. Also sehr viele, die sich wirklich Sorgen gemacht haben. Also das rechne ich euch auch hoch an. Ich bin natürlich ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal nervös, einfach weil es schon eine Überwindung ist, auch jetzt wieder darüber zu reden, weil das ist jetzt auch gerade mal 2 Tage her. Bia schickt schon wieder Herzchen, Dankeschön. Ja, ich würde dann sagen, warten wir nur so 1, 2 Minütchen und dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mal los. Ich weiß ja auch nicht, inwiefern die Videos auf Facebook bleiben und ob die direkt danach gelöscht werden, aber das wird man ja dann nachher aussehen. Ich hatte einfach gedacht, das ist vielleicht mal, wie gesagt, eine schöne Alternative einfach, um zu gucken, ne? Beziehungsweise dieser Austausch halt mit euch, weil das ist mir echt sehr wichtig, dass ich das halt auch anspreche in die Öffentlichkeit, beziehungsweise in unsere Gruppe. Wir bitten immer noch Hilfe an. Ja, Pierre, ich habe deinen YouTube-Kommentar, den habe ich vor 10 Minuten gelesen. Wie gesagt, ich habe echt so viele Nachrichten bekommen. Ich komme da selbst nicht hinterher, die alle zu beantworten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann entschieden habe, dass ich das dann über Facebook Stream mache. Ja, also danke auf jeden Fall für die Hilfe. Ich werde, denke ich, dann nach dem Stream die PNs so gut ich kann nochmal alle durchgehen. Und dann werde ich mir auch nochmal durchlesen, was Pierre dazu geschrieben hat. Ja, also, angefangen hat es, wir haben ja schon seit mehreren Jahren jetzt mit den Teammitgliedern von Ghost X Kontakt, also auch schon vor Corona, beziehungsweise auch noch zu der Zeit, wo sie halt bei Paraeng waren. Und wir hatten halt immer mal wieder versucht, ein Treffen zu organisieren. Ist halt natürlich auch nicht so einfach, weil wir wohnen ja schon, also da liegt schon eine Entfernung zwischen uns, ja. Und ja, die Videos, die ersten Videos, die wir dann mit denen zusammen gemacht haben, die habt ihr ja gesehen. Da war zwar nicht das ganze Team dabei, aber das Treffen ist dann dennoch zustande gekommen und wir haben ja sehr gutes Feedback bekommen. Also von der Seite von Groß X und natürlich auch von unserer Community. Und ja, viele haben dann auch gesagt, das harmoniert total mit euch und das wäre natürlich auch super, wenn das komplette Team von Ghost X, weil wir waren ja wirklich nur mit Markus, war nur Markus, ne?
vor Ort gewesen, also in diesem Krankenhaus. Und ja, aufgrund dessen haben wir dann halt natürlich geschaut, dass wir dann nochmal ein Treffen organisieren können. Für euch natürlich, ne, für die Zuschauer, für die Community. Und ja, das war dann jetzt der Donnerstag, nee, der Freitag gewesen, Entschuldigung, wo dann halt auch wirklich das ganze Team dann auch dabei war von Ghost X. Ja, was soll man groß sagen? Also es harmoniert wirklich sehr, da muss ich wirklich sagen. Also ich mag die Leute total, weil wir jetzt auch wirklich alle von den Teammembern kennengelernt haben und wir auch so eine Art Zeichen setzen wollten, dass man sich auch untereinander super gut verstehen kann und auch untereinander miteinander arbeiten kann. Ja. Weil wir ja auch dasselbe Hobby einfach betreiben. Sorry, ich weiß nicht, warum ich gerade so nervös bin. Hallo Timo. Moment mal eben. Ah, hier, okay. Irgendwas stimmt da gerade mit dem Handy nicht, egal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, es ist wirklich ein sehr nettes Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Markus, Isa, Jenny, Assi, ne? Also ich wollte ja sowieso immer den Assi schon kennenlernen und ja. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, ihr kennt ja die letzten Videos von uns, zusammen mit denen, in dieses Krankenhaus nochmal zurückzugehen, ja. Das Problem ist einfach nur, ihr habt ja den letzten Livestream, denke ich mal, die meisten von euch von uns gesehen, von vor ein paar Tagen. Und das ist mit dem Krankenhaus eher so, ja, es ist nichts draus geworden halt, ne? Weil halt das Ordnungsamt halt verstärkt jetzt mittlerweile auch schon darum fährt und wie man ja im Livestream sehen konnte, wurden wir natürlich auch vom Platz verwiesen. Also das war jetzt nichts Schlimmes, so ein Platzverweis und dann war das halt gut, aber wir hatten dann einfach beschlossen, trotzdem mit Ghost X dorthin zu fahren. Du bist auch sehr blass. Ja, ich bin noch nicht ganz über den Berg. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einfach ein Treffen dann stattfinden lassen, mit denen dann halt zusammen. Und ja, Mike und ich waren natürlich auch selber an dem Ort und was soll ich sagen? Das war der Wahnsinn. Also da könnt ihr quasi sagen, die Dämonen, die haben schon auf dem Dach da oben drauf getun. Also ich, das ist der Wahnsinn. Alleine was dort an diesem Krankenhaus schon wieder los war. Und wir waren ja auch nicht wirklich wenige Leute. Ne? Also wir waren, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 8 bis 10 Leute, so 10 glaube ich waren wir insgesamt. Ja. Hier würde gut zusammenpassen, beide als Team. Sehr genau, deswegen aus dem Grund, weil halt viele aus der Community von Ghost X Seite und von unserer Seite gesagt haben, das harmoniert total mit euch, haben wir halt dieses zweite Treffen halt nochmal, ne, organisiert. Ja. Ja, also wie gesagt, also da ging ordentlich die Luzi ab da wieder in diesem Krankenhaus und wir haben uns dann auch wirklich, naja, entschieden, dort nicht hineinzugehen, weil uns das einfach, ja, dieses Gefühl, nee, also Isabella wisst ihr ja auch, die hat ja auch eine feinfühlige Ader, ja, und die hatte auch schon kein gutes Gefühl. Und dann haben wir uns dann in der Gruppe dann auch wirklich entschlossen, einfach irgendwo anders hinzufahren. Ja, weil wenn man gruppenintern so ein, ich sag jetzt mal, zwiegespalten ist, ja, die einen sagen, oh, lasst reingehen, die anderen sagen, nee, lieber nicht, dann entschließt man sich natürlich dann doch eher einen Rückzieher zu machen, weil es war echt Wahnsinn, was da abging. Also nicht nur die Leute, dann man hat ohne Ende Lampen in diesem Gebäude gesehen und ich, keine Ahnung, was da los war. Also das war echt Party. Ja, also, ja, und dann haben wir uns halt entschlossen, dann wirklich auch gemeinsam eine andere Location zu besuchen. Ne, weil, wie gesagt, die Sicherheit, die geht halt einfach vor. Ja. Das ist das Ding halt. Ne. Es sei denn, wir will gut zusammenpassen, hatte ich gerade. Hoffentlich hört ihr nicht auf. Ich sag mal so, wie ich jetzt gerade am Anfang des Streams auch schon gesagt habe, es fällt mir echt schwer darüber zu reden. Also
wir machen das ja jetzt auch schon so lange, ja, und die Erfahrung, sage ich auch ganz ehrlich, die muss ich nicht nochmal haben. Ja. Ich bin ja auch normalerweise, ihr kennt mich, ich bin ja auch eigentlich kein Typ, der freiwillig jetzt irgendwie vor die Kamera geht, ja. Aber ich habe einfach gedacht, das ist halt eine Sache, die ist halt auch wichtig für die Community, ja, weil ich halt einfach auch nicht weiß, wohin mit den ganzen Eindrücken und so, ne. Und wie gesagt, wir stehen ja auch immer noch in Kontakt. Und ja, wie gesagt, wir haben uns gegen Ende dann auch wirklich entschlossen, eine andere Villa zu besuchen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Ne? War halt auch ein Stückchen weiter entfernt. Und also ich persönlich kann nur sagen, als wir an dieser Villa, ihr müsst vorstellen, die steht umgeben von, jetzt haben wir so ein Waldgebiet, ja. Ihr merkt selber, es ist echt schwierig gerade für mich, mich dazu überwinden und darüber zu erzählen, weil ich kann das selber nicht in Worte fassen. Also wo wir schon an diesem Ort ankamen, der hatte schon irgendwas, ich würde jetzt nicht sagen Negatives, aber auch nichts Positives in der Art. Das ist einfach ein Druckgefühl auf der Brust, wo man sagt, irgendwas ist da nicht richtig. Irgendwas kommt da auf dich zu, was, keine Ahnung, also ich kann es selber nicht, also wir waren auch alle intern in der Gruppe, sobald wir dieses Gelände überhaupt verlassen haben. Wir waren echt für ein paar Minuten alle sehr still, also wir waren in uns gekehrt, ja, und haben natürlich, das ist ja meistens der Fall, wenn man ja in irgendeine Location reingeht, man weiß ja nie, was kommt da auf einen zu. Ja, das ist ja die Sicherheit, ne, die spielt ja auch eine riesengroße Rolle. Ja, du kommst in den Lost Place rein, also ein völlig fremdes Gebäude. Du weißt ja nicht, sind da vielleicht andere Urwächser, die sich da irgendwie jetzt aufhalten oder jetzt kommt ja wieder die dunkle Zeit, nenne ich sie immer, ja. Ähm, wo halt sehr viele Obdachlose jetzt natürlich auch einen Unterschlupf suchen, ne? Weil es wird jetzt auch kühler und früher dunkel etc. Und man weiß ja halt nie, ja. Das ist natürlich so die Gefahr, die man natürlich dann auch zusätzlich zu diesem Paranormalen einschätzen muss. Und ich weiß nicht, also wir waren da wirklich alle erstmal zurückhaltend, ja. Wir sind natürlich dann auch alle reingegangen und haben uns da halt so teilweise so ein bisschen aufgeteilt, ja. Es ist einfach eine riesengroße Villa gewesen, ja, ein Riesenobjekt und ich, also wie gesagt, wir waren kaum über diese Schwelle drüber, also gerade ich, also ich kann jetzt da nur von mir selber reden, hatte ich echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Also ich habe, ihr kennt das bestimmt, ja, wenn ihr irgendwo seid oder ihr fühlt euch einfach unwohl und ihr merkt, ihr habt so einen Druck, als wenn jemand auf eure Brust sitzen würde, ja, das habe ich jetzt gerade, wo ich drüber rede, selbst dann habe ich das noch. Das ist ganz fies. Also, wenn das jemand von euch kennt, könnt ihr das nachvollziehen, was ich in dem Moment und jetzt gerade fühle, ja. Ähm, ja, Gerätschaften hatten wir ja sowieso alle dabei, ja. Und wir sind dann, wie gesagt, wir haben uns dann in zwei Grüppchen quasi, ja, dass wir halt so zwar nicht komplett auseinander sind, aber auch trotzdem verteilt sind, ja. Haben wir uns dann aufgeteilt, um einfach auch die Gefahr ausschließen zu können, dass da auch niemand anderes ist. Ja, und dann binnen von ein paar Minuten kam dann natürlich der erste Knaller. Ja, also wir sind zuerst, also man musste erst durch die Küche laufen und dann kam man in den ersten riesengroßen Raum und das erste, was wir dann auch wirklich gesehen haben, ein riesengroßes, rot aufgemaltes Pentagramm auf dem Boden. Ja, und dann fing das an. Wir wurden langsam ein bisschen unruhiger, also wirklich die komplette Gruppe. Wir haben nur ihr müsst euch das vorstellen, ihr kommt in irgendein so Zimmer und sieht dann nur dieses Pentagramm. Dann hat man ja natürlich direkt wieder
dieses Gefühl von, dieses Gefühl von Gefahr, dieses Unwohlsein und nee, also es hat sich echt auf die ganze Gruppe übertragen. Entschuldigung. Und man hat das auch gemerkt. Ne? Man selbst, ich meine, es gibt ja normale Pentagramme, also ich trage ja jetzt auch eins, normale Pentagramme, ja, und es gibt ja halt auch die andere Form davon. Und man muss halt, man weiß jetzt nicht in dem Moment, oh weia, ist das jetzt gut gesinnt oder ist das negativ gesinnt? Das kommt ja dann auch noch dazu. Und ich denke mal, das hat vielen aus den Teams, also von uns beiden, unseren beiden Teams, diesen Schubser gegeben, um dann halt echt nach außen ganz anders zu sein als vorher, bevor wir dieses Haus überhaupt betreten haben. Ja. Gut, wir waren halt in dem Gebäude. Ich will da jetzt auch nicht zu weit, zu viel erzählen, weil dann habt ihr nachher nichts mehr zu gucken. Das ist, also ich kann nur sagen, es ist wirklich viel, was wir dort mitgenommen haben an Erfahrung. Und also ich kann so viel sagen, dass wir dann auch uns aufgeteilt haben. Also ich mit Mike natürlich, also Team HLP. Ja, wir sind erstmal in die obere Etage und das restliche Team von Ghost X hat sich in der unteren Etage halt aufgehalten. Der Geist sagt, sei vorsichtig mit dem Gefühl. Darauf sollte man achten. Passt euch auf. Ja, das ist ja das, was ich quasi jetzt gerade so vermitteln wollte. Ja, wenn du dieses, ich bin ja seit Anfang HLP, eigentlich schon vor HLP-Zeiten ja sowieso schon so feinfühlig gesinnt. Ja, wenn ich irgendwie merke, da stimmt was nicht, werde ich auch anders. Also dann, ne, ihr merkt ja selber, meistens in den Videos, ich bin dann auch eher zurückhaltend. Also ich bin dann wirklich introvertiert, ne, weil ich mich halt auch versuche, auf den Ort zu konzentrieren. Ne, Antennen ausfahren. Was siehst du? Was fühlst du in diesem Moment? Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Und meistens ist das so, wenn du wirklich so ein ungutes Gefühl hast, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Gerade in dieser Situation. Ja. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, wir haben uns dann auch wirklich aufgeteilt. Also ich war mit Mike halt oben. Wir haben gedacht, komm, wir haben auch die Geräte gestartet, so wie ihr das halt auch von uns kennt. Und was soll ich sagen? Also ihr seht, ich bin immer noch, wie soll ich sagen, wie soll ich das erklären? Verwirrt. Ich bin durch den Wind, weil ich kann das einfach immer noch nicht. Ich denke mal, das wird auch echt lange dauern, das überhaupt zu verarbeiten. Ja, weil es kam auch, nee, muss ich so anfangen. Die Ghost X kennen, beziehungsweise die halt auch ehemals Para-Inc. geschaut haben, ja. Ich weiß nicht, wie viele das von euch sind. Spielt ja jetzt auch gar keine Rolle, aber die wissen ja, dass die Isa, ja, die Isabella ein Medium ist. Ja, ich sag jetzt mal Medium, weil ich persönlich, ich mag dieses Wort eigentlich auch nicht. Ich finde, das geht eher so in diese amerikanische Modeerscheinung, so für mich. So. Und wir haben dann einfach gesagt, dass wir unabhängig voneinander, also von uns beiden, ihr und mir, einfach mal diese PU starten, was wir dann ja auch gemacht haben. Weil ich mich immer mal wieder gefragt habe, warum kann ich die meisten Entitäten, ich kann die fühlen, manchmal hören, manchmal kann ich die auch sehen. Und ich wusste aber nie, in welche Schiene ich das jetzt so ungefähr reindrücken sollte. Ja, das habe ich mich immer schon zu HLP-Zeiten, habe ich mich das immer schon gefragt. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, du hast Antennen dafür. Und ich habe das zu sehr vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen. Aber in diesem Haus, ja, was wir dann da mit unseren Geräten aufgenommen haben, das war die Bestätigung für mich. Das war einfach für mich persönlich eine Bestätigung. Ja, also wir haben einfach nur, ihr wisst ja, wir machen Spiritbox, Ghost Radio etc. Die lassen wir einfach ganz normal laufen. So, manchmal ist es so, es ist nichts, es passiert überhaupt nichts. Und manchmal haben wir halt wirklich direkte Antworten auf unsere Fragen. Und das ist da in dem Haus auch wirklich passiert. Ich habe ich habe einfach gesagt, okay,
Ich habe mich konzentriert auf den Ort selber, ja, auf dieses Haus. Ich kann auch nicht sagen, was das für Eindrücke waren. Ich habe mich wie Alice im Wunderland gefühlt. In diesem Haus habe ich mich persönlich wie Alice im Wunderland. Nicht, weil es war eine Villa, Villen, ne, wisst ihr, die sind groß. Aber ich habe mich dort wirklich wie Alice, ganz kleine Alice im Wunderland gefühlt. Ich kann's nicht anders erklären. Ganz winzig klein. Ja. Und habe dann auch wirklich die ganze Zeit diesen Fokus nur auf diese Räumlichkeiten gesetzt und halt geguckt, so, versuche jetzt einfach mal zu fühlen, was hier Phase ist. Ich, ich kann das echt schwer in Worte fassen. Also ich hoffe, ihr könnt mich da irgendwie einigermaßen verstehen, was ich euch jetzt damit sagen möchte. Ja. Also wie gesagt, die Geräte liefen. Wir haben uns nach ungefähr, ich weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde haben wir uns dann natürlich alle wieder getroffen. Ja, in der unteren Etage. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Mein Hals kratzt. So eine Art, ich sag jetzt einfach mal eine Teambesprechung. Ja, haben uns dann halt ausgetauscht. So, welche Eindrücke hatte Groß X gehabt? Besonders Isabella. Ich habe dann auch zu Mike auch wirklich gesagt, sag jetzt mal nichts, lass sie jetzt einfach mal reden. Okay. Sie fing dann an, hat in diesem Raum gestanden unten, also wir haben da wirklich in dem Zimmer gestanden, wo dieses Pentagramm war, weil wenn, dann versucht man den Fokus natürlich auch in diesen Raum zu legen. Ja? Und was soll ich großartig sagen? Das, was ich oben genannt habe und was wir auf auf unseren Geräten hatten, das hat sie uns bestätigt. Ich will da nicht zu viel fachen, weil wie gesagt, dann braucht ihr das Material nicht mehr gucken, das wäre ja schwachsinnig. Es war einfach eine Bestätigung für das, was wir oben aus unseren Geräten halt gesagt bekommen haben, plus das, was meine Gedanken dazu waren. Also ich konnte das einschätzen. Wer ist in dem Haus? Was will der? Warum ist der so? Und sie hat uns das wirklich ich war so baff in diesem Moment, dass ich selbst da nicht wusste, wie gehst du jetzt damit um? Weil ich hatte ja nie irgendwie jemanden dabei, der, also jetzt von unseren PUs, ja, der da irgendwie total mental veranlagt ist. Ne, deswegen hat mich das auch so gereizt, sage ich jetzt mal, einfach mal diesen Erfahrungsaustausch mit jemandem zu haben, der es wirklich drauf hat. Und sie hat es wirklich drauf. Sie hat es wirklich drauf. Also das ist der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Und das war dann halt so die Bestätigung dafür. Ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Ich sag mal so einen Tag später geht es. Aber ich muss auch sagen, wir haben wahnsinnig viel Material. Also wir haben Material, ich weiß nicht, die Jungs, also Markus von Ghost X und Mikes, die müssten sich eh untereinander wieder austauschen, ja. Weil ihr wisst ja, vor Ort, ja, hört man die Dinge anders, als wenn man jetzt zu Hause mit Kopfhörern über den Computer hört. Ne? Deswegen, ja, ihr merkt selber, ich bin immer noch total baff. Und es ist mir wirklich aufgefallen, immer wieder, wenn ich über diese Villa rede, fällt mir das echt schwer. Es ist wirklich nicht einfach. Ich kann mir selber nicht erklären, ich weiß nicht, was dort passiert ist. Im Zusammenhang mit diesem Pentagramm. Also ich weiß es teilweise, aber wie gesagt, ich will euch nicht zu viel davon erzählen. Ja. Sei gedrückt, Isa ist genial. Du bist vielleicht auch so veranlagt. Ja, das ist das, was ich noch dazu erwähnt hätte. Ja, also ich war mir nie sicher. Ja, ich habe schon viele Erfahrungen. Ihr wisst ja selber, also die wirklich HLP seit 5 Jahren jetzt immer wieder gucken oder nachschauen.
ihr wisst ja selber, was wir schon alles an Erfahrung gemacht haben. Und diese Art von Erfahrung, die wir wirklich in dieser Freitagnacht gemacht haben, die möchte ich nicht nochmal haben. Also an so vielen Orten, wo wir schon waren, ob das jetzt damals das Schloss war, ja, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, da haben wir ja auch schon so viele Eindrücke gehabt. Ja, mit körperlichen Angriffen. Ja, die Kratzer, die wir hatten, wir sind nach Hause gekommen, aber wir sind damit auch ganz anders umgegangen. Ja, wir waren natürlich auch viel ängstlicher zu diesem Zeitpunkt, weil wir halt einfach nicht wussten, was war das jetzt und warum wurden wir jetzt gekratzt und war das jetzt positiv, war das negativ? Also wenn ich so wirklich mal, ich habe jetzt auch, seit dieser Nacht habe ich auch einfach alles mal Revue passieren lassen und habe jetzt mal so die 5 Jahre auch nochmal Revue passieren lassen. Einfach, um das einschätzen zu können. Das stimmt, wenn wir diesen Chakra schießen, dann kommen die nicht in dir rein. Ein Geist schöpft von den Chakra, weil der dort, das ist der Schwachpunkt. Ja, genau, siehst du, deswegen, das sind so Dinge, die weiß ich nicht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich weiß es nicht. Ja. Also Fakt ist einfach, das, was dort in dem Haus vor uns, bevor wir als Teams dort waren und diese PUs vollgezogen haben, da ist irgendwas mächtig schiefgelaufen. Da ist wirklich was schiefgelaufen. Also allein dieses Pentagramm in dem Zimmer. Ja, wir wissen, da wurde was vollzogen und das wurde nicht richtig beendet. Ja. Man sagt ja immer, wenn man sowas macht, ja, ihr kennt ja diese Ouija-Boards, ihr kennt Gläserrücken, ihr kennt, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, Charlie, etc., pipapo. Das Wichtigste an diesen Dingern ist meiner Meinung nach eigentlich Finger von lassen. Ich habe 2 Ouija-Bretter habe ich hier zu Hause. Ich pack die nicht an. Geisterjagen, hier, Ghost Hunting, das paranormale Erforschen, das ist was anderes, finde ich jetzt, für mich persönlich. Aber dieses Ouija-Brett und Gläserrücken, da habe ich meinen mega Respekt vor. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt noch mehr Respekt davor habe, weil ich halt einfach weiß, was passieren kann, wenn man diese Seancen nicht richtig beendet. Also ich kann echt allen davon nur abraten, die irgendwie mal just for fun versuchen wollen, ich mache eine Ouija-Brett-Sitzung etc., lass die Finger davon. Weil ja, ihr merkt, das ist ein Schwachpunkt gerade. Die 3 Regeln. Welche Regel meinst du genau? Glaub mir, das kommt nicht mehr vor. Wir schließen deine innere Chakra nun. Die haben dort ein Ritual gemacht und die haben es nicht richtig zu. Und das ist ja. Ja. Also ihr werdet das ja in den Videos, wenn das alles fertig ist, werdet ihr das auch sehen. Ja, weil, wie gesagt, die Bestätigung, die kam ja dazu. Ja. Vielleicht war das auch schon irgendwie so ein Weg mit dem Zaunfall, dass wir das hätte besten lassen müssen, weil wir haben uns ja dann auch wirklich nochmal zusammen getan. Und wir haben uns auch nach der kurzen Besprechung auch nochmal aufgeteilt, weil da sind ja zig Zimmer. Ich glaube auf 1, 2, 3 Etagen. Ja, 3 Etagen waren das gewesen und wir haben uns dann auch wirklich nochmal aufgeteilt. Ja, weil da sind ja so viele Räumlichkeiten, du kannst ja jetzt nicht einfach nur in einem Zimmer. Wir haben auch, wie gesagt, ihr wisst ja selber, man kann die Kameras in jeden einzelnen Raum auch verteilen. Deswegen, das ist eine Masse an Videomaterial. Oh Gott, wenn ich schon daran denke, tut mir mein Mann echt weh. Und Markus natürlich auch. Ne? Die das ganze Material zusammenstellen müssen. Und oh Gottes Willen, ich möchte gar nicht dran denken. Also das wird wirklich eine Menge sein, was da rauskommen wird. Ja.
Ja, ihr merkt, ich bin immer noch total unruhig. Ich kann euch das selber nicht erklären, was da passiert ist. Ich musste auch echt aufpassen, weil emotional war das schon sehr übel. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Mehr als übel. Da muss ich auch wirklich in mich kehren und ich will das nicht nochmal haben. Ich möchte das auch wirklich nicht nochmal erleben. Wir waren ja eh schon unruhig, hatte ich euch ja vorhin auch schon gesagt. Wir waren ja wirklich, wo wir alle darin waren, hatten wir auch schon so ein merkwürdiges Gefühl. Ich meine, hallo, man sieht da so ein Pentagramm und denkt, nein, hoffentlich wurde nicht wieder irgendwie hier irgendwas vollzogen. Man weiß ja nie. Ne? Ich meine, hell sehen können wir ja nicht. Ja. Das kann man nicht beschreiben. Das kann man auch nicht in Worte fassen. Aber wir haben uns dann ja trotzdem nochmal aufgeteilt. Wir haben ja die Räume nochmal gewechselt. Ich glaube, das eine Team, ich glaube, die waren dann oben und wir sind dann nach unten in den anderen Raum noch gegangen. Was das für ein Raum war, ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine Chill-Lounge gewesen sein soll oder ein Partykeller, weiß ich nicht, spielt auch gar keine Rolle, aber da haben wir dann auch einfach mit Markus weitergemacht. Ja. Wir gehen auf Halloween zu, die Geister sind aktiver als sonst. Das kann natürlich auch daran liegen. Ne? Kann aber auch daran liegen, wo es richtig abgegangen ist, war es 3 Uhr. Und jeder, der sich auch wirklich mit dem Paranormalen auseinandersetzt, weiß 3 Uhr die Mondstunde. Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben uns nochmal aufgeteilt. Frage niemals, wie er verstorben ist. Tschüss sagen und danach die Fenster aufmachen, damit die Seele gehen kann. Macht man im Altenheim-Krankenhaus auch so. Okay. Ja gut, in dem Haus war Durchzug hoch 10. Ja. Oh, du meinst das jetzt in Bezug auf diese Ouija-Brett-Sitzung? Das weiß ich jetzt nicht, aber kann ich jetzt aus deinen Kommentaren nicht ganz erkennen. Ja, also wie gesagt, wir haben uns aufgeteilt. Also wir wollten mischen, ja, dass halt ein Teil HLP, ein Teil Ghost X halt auch zusammen ist. Und hatten Markus dann dabei und ich war mit Mike dann mit Markus in diesem Raum und da war noch ein Zuschauer war noch dabei. Ja, was soll ich erzählen? Markus hat es in die Hand genommen. Ich habe einfach gedacht, komm, wir halten uns jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Wir haben die Nekrophonik auch benutzt. Es ging. Die ersten paar Minuten ging es, aber dann ist die Stimmung bei mir komplett gekippt. Komplett gekippt. Ich kann euch dieses Gefühl auch nicht beschreiben. Es war auf jeden Fall ein sehr ungutes Gefühl, als wir schon in diesem Zimmer saßen. Am Anfang ging's, war ich eigentlich noch relativ locker gesinnt, aber danach, ich hatte die ganze Zeit immer wieder das Gefühl, die wandeln, die gehen, weil wir auch so viele Leute waren, dass die Entitäten durch dieses Haus auch wandeln, die ganze Zeit. Ist natürlich klar, die sind nicht nur an einem Ort, an einem Zimmer und auf einer Stelle. Die wandeln umher die ganze Zeit. Genau, das Hexenbrett. Ja. Nee, also Hexenbrett lasse ich definitiv die Finger von. Jetzt erst recht. Ich würde es nicht nochmal machen. Wenn wirklich eine Person dabei ist, die wirklich Erfahrung davon hat und die da Ahnung, also, ne, die sich damit auskennt, dann vielleicht, aber nein, würde ich nicht machen wollen. Sag ich ganz ehrlich. Also meinen Respekt habt ihr für jeden, der das macht, der von sich aus sagt, oh jo, ich mach das. Ich mach's nicht. Ich würde es nicht tun. Weil selbst da kann auch immer irgendwie etwas schief gehen.
Ja, und wie gesagt, der Raum im Keller hat mir dann quasi so gezeigt, dass es auch eine Schattenseite gibt für das, was wir da tun, für das, was wir dort erforschen. Ja, eigentlich für alles. Ja, wenn man sich irgendwie mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt, egal in welche Richtung es geht, ob es jetzt mit diesen, wie gesagt, Hexenbrettern ist oder das, was wir machen, es gibt immer eine Schattenseite davon. Regeln für Hexenbrett. Ja. Ja, und dasselbe, denke ich mal, funktioniert auch so mit diesen Pentagrammportalen. Ich weiß nicht, wie nennt man die? Ich kenne das sonst nur aus Filmen, ne? Hier Supernatural und so. Ne, dass sie dieses riesen Pentagramm auf dem Boden gemalt haben, Salzkreis ziehen und ach, da habe ich echt keine Ahnung, ob das dasselbe ist. Ja. Also erfahrungsgemäß weiß ich auch immer, durch diesen Austausch weiß ich auch, man sollte niemals, niemals, niemals nicht vergessen, das zu schließen. Weil, keine Ahnung, die Dämonen, die tanzen in der Villa. Es ist wirklich so. Man weiß ja auch nie, was ruft man da, was kommt da raus. Und ich habe ja auch immer schon gesagt, bei der normalen PU, ja, je länger man die macht, desto intensiver wird der Kontakt nachher. Auch das haben wir gemerkt. Ne? Wie, wir haben keinen Ton. Haben wir keinen Ton? Vielleicht lädt das ja bei YouTube hoch, würde mich freuen. Salzkreis ist ein Schutz, ja genau. Das weiß ich auch. Salzkreis ziehen. Das machen auch viele, die zu Hause irgendwie sowas haben, damit hier nichts Böses reinkommt in die eigene Wohnung etc. Ja, was soll ich kurz sagen? Also lange Rede, gar keinen Sinn. Die Erfahrung dort war mehr als negativ in diesem Zimmer. Bia sagt, wir haben Ton. Okay. Ja, das kann gut sein, dass das Internet, also das WLAN hier oben nicht so ganz funktioniert. Ich höre alles. Nee, dann ist okay. Okay. Also wenn irgendwie mal ein Stocker kommt hier bezüglich Internet und so, dann kann das wirklich an unserem WLAN hier oben liegen. Weil der Router ist unten. Oder Räuchern. Ja, ja. Räuchern habe ich jetzt nicht griffbereit. Die sind, glaube ich, auf dem anderen Tisch hinten. Da habe ich noch diese Räucherstäbchen. Ne? Höre dich gut. Ich höre auch. Ja. Ja, wie gesagt, mir war es einfach nur wichtig, euch diese Erfahrung natürlich auch mitzuteilen. Aber ich wünsche das wirklich keinem. Bisher sind wir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich ein Dämon war. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Entitäten, Elementarwesen und zig. Ja. Ich kann auch nicht zu 100% sagen, was das genau war, was da im Keller passiert ist. Ich kann nur so viel sagen, ich hatte einen Filmriss. Hat irgendjemand von euch schon mal im Leben einen Filmriss gehabt? Nein, ich habe natürlich nichts getrunken. Auch ich meine jetzt auch nicht in Verbindung mit Alkohol oder sonst was. Ich hatte einen Filmriss von mindestens 10 bis 15 Sekunden. Ich nutze auch auf ein Panel, um Verbindung herzustellen. Ja, mit dem Panel selber kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Ich habe ja 2 Stück auch noch hier. Ja. Roten Würfel, Panel und Karten. Ja. Ja, Karten ja sowieso. Ja. Man muss es verarbeiten erstmal. Ja, es fällt mir wirklich
schwer. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe dann auch wirklich abgebrochen. Weil ich für mich, ich, ich weiß nicht, ich kann euch das echt nicht erklären. Muss man, was soll man da auch großartig erklären, wenn man selber nicht in dieser Situation war? Ich habe das mit diesem Filmriss, habe ich das auch erst viel später erfahren. Ne, weil ich mich einfach mit Mike nochmal persönlich alleine, also wo wir zu Hause waren, wir waren ja morgens um 5:30 erst zu Hause, haben uns nochmal kurz über dieses Erlebte ausgetauscht und er hat mir Sachen gesagt, von denen ich einfach, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Also man musste, das war quasi, ja, so ein Partykeller, so ein Partykellerraum. Ja. So, und um zu den anderen restlichen Team zu kommen, muss man halt da irgendwie wieder Treppen nach oben und dann bist du halt direkt in dem Raum. Ja. Ich, ja, das ist dieses Problem, das ich habe, ja. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich weiß aber nicht genau, wie. Weil das war einfach nur fies. Und das Letzte, das hatte Mike, glaube ich, auch schon auf Facebook erwähnt, das Letzte, an das ich mich erinnern kann, war, dass Isabella und Asi natürlich auf mich zukamen und wir halt über dieses Geschehen gesprochen haben. Ja. Ich habe es gespürt, dass was war. Ja, ich. Allein diese ganzen Emotionen und diese Gefühle, die da auf einen zukommen, man ist, in der Sekunde ist man einfach nur total überfordert. Ich, ich müsste mir ein Drehbuch schreiben quasi, um mich irgendwie, der Dämon war in dir, ja, also ihr werdet das selber sehen, also wir haben ja mit mehreren Kameras, also auch Groß X mit mehreren Kameras auch gearbeitet. Ihr werdet das auch selber sehen. Ja. Also ihr werdet sehen, wie das da auch wirklich vonstatten gegangen ist. Aber dem Filmriss bin ich mir nicht sicher, weil es wird dann einfach zu komisch und wir handeln dann ja natürlich untereinander. Also der eine passt auf den anderen auf. Ja, und wenn halt irgendjemand merkt, es geht jemandem nicht gut, dann wird die Kamera auch ausgemacht, dann wird nicht weitergefilmt, dann wird erstmal geschaut, geht's dir gut, sollen wir abbrechen. Und das ist das Einzige, was ich mich noch daran erinnere, dass ich wirklich gefragt wurde. Also das Letzte, was ich wirklich weiß aus diesem Kellerraum, ist, Markus hat gesagt, weil Mike sagte irgendwie, die Clarissa sieht jetzt alles andere als gut gerade aus. Also, ne? Ich muss wohl irgendwie total blass gewesen sein und da habe ich schon irgendwie gemerkt, so, ich kann euch das nicht erklären. Als wäre ich in einer Seifenblase. Nehmen wir das als Beispiel. Als wäre ich in einer Seifenblase. Nur diese Seifenblase, die baut sich immer wieder, oder eine Glaskugel, ganz egal was, die nicht komplett zu um mich drum ist, die sich halt immer weiter und immer weiter aufbaut. Das Beste, was hilft, ist reden oder das Aufschreiben, ja. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich rede mit der Community dazu. Es wird kalt. Ich rede mit der Community dazu, weil ich finde, das ist einfach wichtig, ja, darüber zu sprechen, ja, und diesen Austausch auch darüber zu haben, weil es fällt mir halt, wie gesagt, nicht leicht, einfach darüber zu reden. Ich kann jetzt sagen, yay, ich vermute mal, ich wurde von einem Dämonen Geistwesen übernommen. Ich meine, das klingt erstmal total komisch, aber
weil ich halt selber nicht weiß, damit umzugehen, fällt mir das halt auch wahrscheinlich so schwer, darüber zu reden. Ich weiß nicht, in welche Schublade ich das packen soll. Weil es wirklich in den ganzen 5 Jahren HLP noch nicht so vorgekommen ist. Ne? Der Zusammenhalt ist sehr gut. Ja, das ist auch der Punkt. Ja, man muss auch, finde ich, man muss einfach miteinander arbeiten. Und das funktioniert auch. Und wir haben halt gemerkt, auch beim ersten Treffen ja schon mit Markus von Ghost X, man muss nicht viel reden. Ja, also man kann sich, ohne Worte kann man sich austauschen. Man weiß, das ist einfach so. Und deswegen haben wir halt gesagt, boah, wir wollen das echt nochmal mit euch machen. Aber wie gesagt, es war anders geplant. Wir wollten ja weiter in diesem Krankenhaus erforschen, wo wir halt schon mit ihm waren. Aber es war halt nicht machbar. Und deswegen, aus dem Grund, haben wir uns ja dann auch für diese Villa halt entschieden. Ja, was soll ich... Ihr merkt das selber. Ja, mir fehlen die Worte. Ja, was soll ich da groß zu erzählen? Also die Erfahrungen, die werde ich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Jahre mitnehmen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Mensch selber damit umgeht. Ja. Inwiefern. Aber ich bewundere Leute, die auch wirklich ganz locker damit umgehen. Es gibt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ja, es gibt aber wahrscheinlich auch wirklich dieses Hobby betreiben mit dem Ghost Hunting, die da total euphorisch an die Sache gehen und sagen, boah, ich muss da noch mal hin, ich muss weiter forschen. Ich habe für mich entschieden, ich werde dieses Haus nicht noch mal betreten. Eigentlich passen die Mohn sogar in eine Flasche. Wenn wir die holen, kommen die immer erst dort rein. Später leiten wir sie erst weiter. Okay. Ja, aber ich habe auch, also wo ich überhaupt stehen geblieben war, das letzte halt, woran ich mich erinnern konnte, war halt dieses Gespräch zwischen mir, Isa und Assi halt, ne? Also ich saß in der Mitte und die zwei saßen rechts und links und die waren da so und so, wie ich mich fühle. Und ich konnte in dem Moment ja selber nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich habe gesagt, Leute, ich kann euch das jetzt gerade nicht erklären. Ne? Außer dieses Seifenblasen-Denken. Ja. Also dieser Vergleich mit dieser Seifen oder dieser Kugel, die sich so langsam aufbaut, so und dann puff, ist diese Kugel irgendwann zu und das bist nicht du. Du merkst das. Und ich wurde auch gefragt, ob ich mental oder körperlich dieses Gefühl, ich sag, das ist mental. Ich wusste auch nicht, in welche Richtung ich gucken sollte. Also die hatten noch irgendwie erwähnt gehabt, ich war immer mit meinen Augen, ich war einfach komplett lost. So, mir fällt gerade echt kein anderes Wort ein, als dieses, ich war komplett lost. Und ich war auch wirklich froh, ne, dass da auch wirklich eine Person, also die Isa jetzt auch dabei war und mir da irgendwie ja, diese Erklärung dafür geben konnte, was da in dem Moment passiert ist. Ja, man fühlt sich leer. Du weißt, du bist körperlich, bist du jetzt gerade, aber der Rest von dir, der war weg. Meine Gliedmaßen, die waren einfach nur schwer. Ich habe da gesessen auf dem Bein, ich habe gesagt, boah, was passiert da gerade mit dir? Ja, die waren, als hätte ich da irgendwelche Gewichte dran. Ja, haha, Gewichte. Ihr wisst, was ich meine. Völlig schwer. Und ich war auch nicht in der Lage, meine Gliedmaßen irgendwie selber zu bewegen. Das hat echt bestimmt 1 Minute oder 2 Minuten dann echt gebraucht, bis es dann langsam auch wieder ging. Ne? Ja, und aufgrund dieser Situation, wie gesagt, wir haben ja da nicht gefilmt. Also das Gespräch zwischen mir, Isa und Asi, ich glaube, Asi hatte die Cam an. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ist ja auch nicht schlimm, wenn. Ab da habe ich dann auch gesagt, ich will hier nicht in dieser Villa sein.
Was wird sich in deinem Leben wiederholen? Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, gibt es hier noch etwa mehr auf der Welt? Ja, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Es gibt so viel noch zu erforschen, aber wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, ich weiß nicht, in welche Ecke ich das jetzt schieben soll. Ich habe auch, nachdem wir abgebrochen haben, weil ich habe, es war ja auch schon ne, Dämonenstunde, kurz nach 3 Uhr, und ich habe dann auch wirklich gesagt, ich habe erst überlegt, mach das doch weiter, weil du willst ja wissen, was jetzt, aber da habe ich wirklich gesagt, no, ist mir egal, was jemand sagt, ich werde definitiv rausgehen, ne? Ja. Ja, ihr seht gerade, Männlein ist auch da. Die Frage ist, wie weit kann man gehen? Ja, und bei mir ist eindeutig aufgrund dieser Erfahrung, da war mir zu viel. Ich habe gesagt, die Grenze ist definitiv überschritten für mich. Ja. Ne? Und wie ich vorhin schon erwähnte, es gibt bestimmt welche, die würden das dann auch weitermachen, aber ich habe gesagt, ne. Man muss immer im Hinterkopf behalten, das kann auf die Psyche gehen. Ja, man kann wirklich, ja, wie soll ich das ausdrücken, damit das jetzt nicht wieder irgendjemand falsch versteht. Man kann verrückt, ja, dann sage ich einfach verrückt. Man kann wirklich dadurch verrückt werden. Und ich sage euch, so wie es ist, mir ging es den ganzen Tag nach dieser PU nicht gut. Ja, soweit man gehen mag. Ja. Ihr seht selber, mir fällt das echt total schwer. Ja. Ja, es ging mir nicht gut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Also Mike ging es auch nicht gut. Ja. Richtig, eine Psychose. Das ist ja das, was mir ja auch Gott sei Dank von Isa und Asi noch gesagt wurde. Asi sagte ja auch, die damals Para Inc. geschaut haben, die wissen ja ungefähr noch, was in diesem Dämonenhaus war das. Was in diesem Dämonenhaus passiert ist mit ihm. Hat er mir bestätigt. Du musst wirklich versuchen, deinen Kopf auszuschalten. Nicht mehr an dieses Erlebnis zu denken. Weil aufgrund dessen, wenn du dir eine Platte machst, wenn du dir wirklich die ganze Zeit Gedanken darüber machst, was ist da gerade passiert, was ist mit mir passiert, dann entstehen diese Psychosen. Und ich sage, so wahr ich so sitze, ich hatte wirklich an dem Tag Angst davor. Weil ich emotional so fertig war und ich war froh, ich war wirklich froh, dass auch Assi dabei war, ja, weil er halt auch diese Erfahrung machen konnte. Ich habe da in dem Moment nicht dran gedacht, ja. Fiel mir erst hinterher ein, als wir uns dann bei der Verabschiedung draußen halt auch nochmal getroffen hatten, ne? Ja. Ihr habt Mir ist auch immer noch nicht gut, selbst wenn ich jetzt hier sitze und ich rede, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich echt nicht wohl. Also ich muss das echt nicht nochmal erleben. Echt nicht. Ich hatte wirklich Angst. Ja. Ich renne auch schon ich habe mal von einem Zuschauer, danke nochmal, dieses Amulett vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren habe ich das, glaube ich, geschenkt. Ich trage das wieder. Ich nehme das nicht mehr ab. Ja. Ich habe heute Morgen, also wir sind ja immer noch im ständigen Kontakt. Die Frage, die kam auch wirklich auf, ob Mike und ich nochmal dorthin zurück wollen. Das war jetzt, gestern waren die da, ne? Gestern. Ich habe kurz überlegt, ich habe gesagt, nein. Sofort. Nein. Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich werde definitiv nicht mehr zurück in diese Villa gehen. Die wollten, also die sind auch gestern wirklich dort gewesen. Ja. Es ist definitiv etwas Böses dort und so viel wie ich erzählen kann, es ist nicht gut gelaufen. Es ist nicht gut gelaufen.
Und mehr kann ich jetzt, also mehr will ich dazu auch nicht wirklich sagen, weil, wie gesagt, dann braucht ihr die Folgen nachher gar nicht mehr schauen. Aber so viel dazu. Es ist nicht gut gelaufen. Naja, es wurde auch immer aggressiver. Ja, das habe ich vorhin am Anfang, habe ich das schon erwähnt gehabt. Ne? Je länger wir waren, desto aggressiver und unwohler wurde diese ganze Situation innerhalb der Leute auch. Das ist Wahnsinn. Erst da, erst da hast du verstanden, dass es ein paranormal. Ja, ich wusste das, aber vielleicht musste ich diese Erfahrung einfach machen, um das halt dann auch wirklich zu verstehen. Ja, ich habe ja nie so weit gedacht. Natürlich habe ich immer gewusst, boah, ob das jetzt damals in diesem Schloss war oder Villa Moor und ach, ich weiß gar nicht mehr, welche Lost Places das alle waren. Ich wusste immer, weil es gibt natürlich noch eine Schattenseite davon. Es gibt auch gefährliche Sachen, aber nee. Leute, Leute. Ja. Ihr merkt, emotional ist das echt schwer. Wirklich schwer. Ja, das hatte ich vorhin auch erwähnt. Dass man sowas selber erlebt haben muss, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Das ist. In dem Moment verliert man einfach die Kontrolle über sich selber. Ja, ne? Und ich bin auch, ich sag auch ganz ehrlich, ich bin auch wirklich gespannt, was die anderen jetzt gestern noch da erfahren haben. Also ich weiß wirklich nur, es ist sehr mieser als mieser gelaufen. Aber ich bin echt auf die gesamten Auswertungen von denen bin ich echt mehr als gespannt. Also, ja. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, meine Angst war natürlich auch so, boah, hoffentlich nehmen wir den jetzt nicht mehr nach Hause. Ja. Aber die haben mir dann auch Isa hat mir auch die Bestätigung gegeben, dass der nicht mitgekommen ist, der bleibt da. Also egal, was für eine Art Wesen das jetzt war, also es steht ja immer noch in Frage. Icarus, Iros, boah, die haben Namen, die kann ich mir alle, sorry dafür, nicht merken. Das, ich weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer noch total hin und weg von der gesamten Situation. Wie war der Name? Ja, ja, dachte sie zuerst, aber da gab es noch I, Icarus, irgendwie so in diese Richtung. Aber das haben die auch erst gestern halt bemerkt, weil die halt weiter erforscht haben. Also, wie gesagt, ich will da nicht zu viel erzählen, weil das müssen die Leute sich echt selber angucken. Aber das, was ich gehört habe, das ist schon wieder echt eine Hausnummer für sich. Ja, das sind doch Seelenwandler. Ja, ich sag ja, ich habe in den ganzen 5 Jahren, vielleicht habe ich das auch immer irgendwie viel zu locker gesehen. Ja, dass ich gesagt habe, oh so, ne, was soll ich da, ne, großartig sagen. Ja, ihr merkt, ich bin selber immer noch baff. Also jedes Mal, es ist auch jedes Mal, wenn ich mir wirklich Gedanken nochmal darüber mache, über dieses Erlebte, dann geht es mir auch nicht gut bei. Also das Hobby, was wir da machen, ich respektiere das noch mehr als vorher. Ich vorher schon, aber jetzt doppelt, dreifach so viel. Und muss da echt vorsichtiger werden, ja. Ja, das habe ich den Leuten auch am Anfang schon gesagt, ja. Sehr feinfühlig reagiert. Ja, und dass wir halt quasi, ich hatte ja gesagt, dass wir halt unabhängig von Ghost X, also unabhängig von Isa halt oben die PU gemacht haben, dass wir halt zu zweit halt angefangen haben. Und
wir dann anschließend uns alle unten getroffen hatten und nochmal darüber gesprochen haben, uns ausgetauscht haben. Ne? Und sie, also Isa, uns dann halt auch bestätigt haben, was wir da oben rausgefunden haben. Boah, mir ist, boah, ey. Hammer, echt Hammer. Ja. Also, dass sie uns das halt auch nochmal bestätigt hat, um was es da überhaupt geht. Aber wie gesagt, es ist noch mehr vorgefallen. Also es ist nicht nur der Besitzer dort, es ist nicht nur ein in Frage stellender Dämon dort, ein was auch immer Wesen, es ist noch jemand dort. So viel kann ich sagen, aber ich will auch nicht zu viel erzählen. Der Dämon muss nicht mit, der kann auch im Kopf Art Sachen. Er führt also Schaden zu, ohne da zu sein. Ja, mach mir noch mehr Angst. Das wäre zum Beispiel so eine Frage für mich persönlich. Ist der in meinem Schädel, ja oder nein? Weil aufgrund dieser Erfahrung, ihr könnt Mike fragen, er ist gerade da, mir ging es emotional den ganzen Tag fürchterlich bescheiden. Und das hatte ich noch nie so. Ich bin eigentlich eine Person so mit Kopf unterm Arm, sofern ich das kann. Natürlich habe ich auch irgendwo meine Grenze, wo ich einfach keine Stärke mehr zeigen kann. Aber an dem Tag nach dieser Nacht, ich habe mich gefühlt, wie als hätte ich einen Kater. Ich müde, abgeschlagen, todtraurig. Dann von einer Minute auf die andere wieder ganz anders. Das sind so Dinger, ja, wo ich einfach, ja, das sind Fragen, wo ich keine Antworten drauf bekomme. Und das ist das Miese vielleicht daran, ne, dass ich wirklich nicht weiß, boah, ne, genauso wie diese Angst zu haben, klebt der jetzt an mir, ist der jetzt vielleicht hier oben drin in meinem Schädel? Warum habe ich einen Abend später diese fürchterlichen Emotionen fühlen müssen? Ja, das sind alles Fragen, ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort darauf. Das sind halt diese Sachen, die ich halt einfach nicht verstehe, die ich einfach nicht in meinen Kopf kriege. Nein, der selbst. Achso, das war ja. Und da halt dieser Austausch zwischen den Teams natürlich jetzt auch noch da ist, ja. Naja, das wissen die auch schon. Das mit dem Pentagramm. Also, dass wir quasi direkt am Anfang da reingekommen sind, dann hat man schon gemerkt, da ging die Stimmung ja schon um einiges runter, wo wir dann alle diesen Raum mit diesem riesen, boah, ey, mein Kopf, der ist immer noch, ey, pum pum, Ping Pong, wo wir dieses riesen Pentagramm auf dem Boden gesehen haben. Da hat die Stimmung ja auch schon umgeschlagen. Der ist doch eine Art Stempel bekannt. Er stempelt dich nur, dass er so sagt, diese Seele gebe ich auf. Er stempelt dich nur. Diese Seele gebe ich auf. In Bezug auf den Emotionen meinst du jetzt? Ja, Isa ist wirklich krass. Habe ich auch erwähnt vorhin. Also es ist. Ich bin total fasziniert. Die hat auch irgendwas an sich, das ist. Man fühlt sich in ihrer Gegenwart auch einfach wohl. Das habe ich auch irgendwie gemerkt. Also die ist eine reine Seele und man fühlt sich einfach wohl in ihrer Nähe. Das ist einfach so. Ja, das ist wirklich krass. Und das Gefühl hatte ich auch. Schön, dass du das jetzt sagst. Das Gefühl hatte ich auch, wo ich dann da auf diesem Gemäuer da gesessen habe mit Asi und Isa. Weil sie auch immer, die hat wirklich diesen ultimativen Blick drauf, wo du wirklich denkst, boah, Alter, die guckt gerade puff durch dich durch, wie du sagst, durch die Seele schauen, ne? Weil die in dem Moment wirklich rausfinden wollte, die hat auch zu Asi gesagt, ja, ich möchte gerade herausfinden, was mit dir jetzt los ist, so, ne? Und die sagte dann auch irgendwann, ja, ich sehe das an ihren Augen. Ich denke, habe ich schon, oh, ja, ich will nicht wissen, was sie noch alles sieht. Also die ist der Wahnsinn, wirklich. Ja, und ich habe dann, wie gesagt, entschieden, aufzuhören, weil ich wollte auch wirklich nach Hause. Ich hatte wirklich die Nase voll. Ja.
Und habe dann da in dieser Weintraube, ja, von unseren Leuten da gestanden. Stand auch neben Isa und da waren die Kameras eh aus, da haben wir nicht weiter gefilmt. Ich hatte so fürchterliche Sodbrennen. Meine Speiseröhre, die hat gebrannt wie Feuer. Wie Feuer. Es tat so übel weh, das hatte ich meine, ich habe hier und da in meinem Leben natürlich auch schon Sodbrennprobleme gehabt, etc. aber nicht in diesem Ausmaß. Isa redete sich zu mir und fragte mich, hast du Sodbrennen? Ich sag, das tut so weh hier gerade. Ich sag, ich höre auch nicht mehr aufzustoßen. Ne? Und sie sagte, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt deine erste Anheftung gehabt. Ich denke, jo, also quasi hat er Ping, ja. Ich denke, super. Ich sag, mach mir noch mehr Angst. Ich sag mir mal lieber, wie ich das Ding loswerden soll. Und sie hat wirklich zu mir gesagt, ich muss lernen, damit umzugehen. Ich muss für mich lernen, damit umzugehen. Ich denke, yay. Also das ist wirklich, also was wir da machen, ich nehme das jetzt nicht mehr auf die leichte Schulter. Also habe ich eigentlich auch nie gemacht, aber ach, keine große Angst. Isa ist da, er hebt dich für später auf? Also ich werde da nicht nochmal hinfahren. Das ist mir egal. Also ich denke mal, dass sobald das Video oben ist, beziehungsweise die Videos, ja, dass da viele sagen werden, wir sollen dorthin zurück. Ich werde definitiv nicht dorthin zurückgehen. Ne? Ja. Weil meine Gesundheit ist mir wichtiger, sage ich ganz ehrlich. Ich habe das weggenommen. Die Tage wird es hier besser gehen. Ja. Ach, jetzt verstehe ich auch, was Pierre meint. Du meinst, das ist so eine Art, ja, Stempel gebrandmarkt, ja. Ja, das Problem ist einfach nur, ich könnte damit umgehen, wenn diese fürchterlichen Emotionen halt nicht dabei wären. Ne? Weil, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Also ich kriege wirklich, wenn ich über diese Erfahrung nochmal rede, dann, ich kriege da echt Pipi in den Augen, weil das will keiner erleben, echt nicht. Okay, musst du wissen, was da passiert ist. Nein, du musst nicht zurück. Nee, ich werde es auch nicht tun, sage ich ganz ehrlich. Also ich definitiv nein. Weil ich bin da mental nicht so weit und nicht ansatzweise so stark wie manch anderer oder halt auch wegen Isabella, wie Isabella, dass ich das sagen kann, oh, ja, ich gehe da jetzt rein und nee. Besorg dir bitte einen Turmalin. Ja, ich habe bis jetzt das hier. Das habe ich in den letzten Jahren, das hat mir immer eigentlich ganz gut geholfen. Und ich habe das jetzt auch seit dieser Nacht, habe ich das auch wieder angezogen. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen sollen, ich weiß. Ich lege das auch seitdem nicht mehr ab. Die sind nämlich so gemein, die gehen nicht in, die setzen was ab. Boah, nein, ich gehe kaputt. Ich will das aber nicht haben. Igitt, nein, ich will das echt nicht haben. Ich habe mich auch, wann war das? Heute Vormittag nochmal Kurs geschlossen. Nachdem ich dann erfahren habe, was Ghost X da noch passiert ist gestern, ja. Und ich habe die wirklich gefragt, ich sag, wollt ihr da jetzt heute nochmal hinfahren? Nee, aber nächstes Jahr. Okay, also Chapeau. Nein, ich bin da definitiv raus. Ich will das nicht nochmal haben. Und ich sage auch ganz ehrlich, ähm, ich meine, der Unterschied, der liegt ja auch daran, unsere Videos sind ja nicht so extrem lang, aber wir machen das auch, einer von vielen Gründen ist halt auch, wenn ich merke, das wird jetzt zu viel, boah, da kommt gleich der
weiß ich nicht was, Satan höchstpersönlich oder so. Wenn ich das schon spüre, dann sage ich, ne, ich höre auf, ich mache nicht weiter. Dann ist das Thema für mich gegessen, dann mache ich die Geräte aus und schnapp mir meinen Mann und sage, komm, wir fahren nach Hause. Das ist so meine Grenze. Das nicht zum ersten Mal. Vielleicht ein Fahrer oder ein Exorzistfahrer. Ey, hör auf, hallo, ich bin ja nicht Anneliese Michel jetzt, ey, jetzt macht mich mal nicht verrückt. Haben wir weggenommen, Clary. Das kann ich voll nachvollziehen, Clarissa. Ja, ich sage, ist schwierig, wenn man das selber nicht erlebt, das ist echt schwierig, den Leuten das zu vermitteln. Und wie ihr wisst, ich bin ja nicht einer, der jetzt hier permanent irgendwie vor der Kamera steht und weiß, wie viel redet, aber das war mir echt wichtig, ne, dass ich euch da auch mal erzählen kann, ja, was wir da erlebt haben und ja, was für eine Gefahr wir uns da auch manchmal bringen, ne? Ja. Ich bin immer noch durch. Wir sind beide noch ziemlich durch. Also, ich könnte jetzt so machen, ich würde schlafen wahrscheinlich wieder. Das ist wie so ein Staubsauger, als wenn da wirklich einer irgendwie hier so diesen und die ganze Zeit dran ist und du denkst also, uff. Und so geht das wirklich, seitdem wir da waren. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft. Man ist müde, man ist emotional total am Boden und boah. Nee, also ich werde echt schauen, dass ich mich da, weiß ich nicht, ja, davon abklemmen muss. Ich muss echt gucken und ich kann euch wirklich nicht sagen, wie es weitergehen wird. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Wegen den einen Dämonen meinte ich Clary in dem Haus. Jetzt weiß ich nicht, was Bia meint. Ja, ja, Kraft vor allem zusammen, weil mental ist das absolut nicht machbar, dass ich da jetzt irgendwie was in die paranormale Schiene wieder mache. Ja, das ist meine freie Entscheidung. Ja, das stehe ich auch zu. Also ich denke mal, ne, da geht jeder Mensch anders mit um. Und ich für mich selber sage nein. Ne? Ja. Die Frage ist, ja. Und im Moment ist das echt noch sehr, ja, sehr wackelig halt. Ne? Und ich echt nicht weiß, ob ich überhaupt noch mit HLP irgendwie weitermachen möchte. Wo ihr wart. Ach so, das war in Ratingen, ja. Ja. Ja, Pause, definitiv. Ne? Weil ich halt von dieser Situation immer noch total überfordert bin. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mit HLP jetzt weitergehen wird. Natürlich hängt mein Herz auch an Horror Lost Places. Ich meine, wir machen das Ganze jetzt auch schon 5 Jahre. Ich meine, das ist auch eine verdammt lange Zeit, aber es, keine Ahnung. Es ist wirklich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wirklich schwer. Und ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung das noch gehen wird. Sammle Kraft und Energie, kläre und nimm dir Zeit. Ja, das werde ich sowieso tun. Das werde ich definitiv tun, weil so wird jetzt im Moment, ist es einfach nur bescheiden. Also wie gesagt, das ist. Ich muss da so einen Schalter finden halt. Ne? So ein Schalter, der sagt, boah, jetzt packst du das mal ganz weit weg, jetzt schaltest du mal deine Gedanken über das Erlebte aus. Also das kriege ich nicht hin. Das wollen die, dass du aufgibst. Die wollen dich in den Boden kriegen. Denke immer noch, andere Geister brauchen dich. Ja.
Ich sage, das ist so, kannst du das jetzt vergleichen mit Engelchen und Teufelchen. Engelchen sagt, oh jo, äh, dir geht's nicht gut, nein, lass es mal lieber. Und der Teufelchen sagt, oh, du gehst da jetzt noch mal rein, du stellst dich dem Ganzen oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht beantworten. Da jetzt auch mehrere Male die Frage vorhin aufgekommen ist, ob wir jetzt aufhören werden oder nicht. Ich kann euch da weder ein Ja noch ein Nein dazu geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Da muss ich erstmal selber mir Gedanken machen. Ich glaube, der Pierre kommt aus dem Norden, oder? Sag mal, willst du, dass die gewinnen oder sagst du jetzt erst recht? Du, Pierre, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, jeder Mensch geht anders damit um. Du sagst zum Beispiel von dir aus, du bist ein Hexer. Um Gottes Willen, das soll jetzt nicht heißen, ich glaub dir nicht. Ne? Ist okay. Ich glaub dir das, weil sonst, ich beschäftige mich selber mit dem Paranormalen, sonst würde ich den Mist nicht machen, hätte ich nicht irgendwo einen Glauben. Ja? Bei mir ist das aber so, dass einfach viel zu viele Eindrücke, viel zu viel von außen auf mich eingeprallt ist. Guck mal. Ich habe in den ganzen 5 Jahren, habe ich nicht einmal irgendwie aus irgendeiner Richtung, sei es von einem Zuschauer, sei es von Menschen, die mediale Fähigkeiten haben, etc., die Bestätigung bekommen, dass ich das auch kann. Habe ich nie. So. Plus diese Anheftung, diese Übernahme von diesem Dämon, Elementarwesen etc., ja. Plus den Filmriss, den ich hatte, plus die Kontrolle über meinen eigenen Körper zu verlieren, das sind, da frage ich dich, könntest du damit umgehen? Mit so vielen Eindrücken auf einmal? Würdest du damit klarkommen? Also dann, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut. Ich kann es im Moment nicht. Das ist gerade meine Art von Schwäche und ich stehe zu der Schwäche gerade. Wirklich. Das war ein Schockmoment. Das musste erstmal, ja. Ah, ich meine, wir machen das ja, ne, 5 Jahre und es macht ja auch Spaß. Es ist auch eine Thematik, das hat bei mir ja generell mit dieser Thematik eigentlich schon mit 15, 16 angefangen. Thema Hexen hat mich immer fasziniert. Ihr kennt die Serie Charmed, ja? Da kam damals in den 90ern kam Charmed, da kam, wie hieß es, Sabrina total verhext und so weiter und so fort. Da war ja total in Mode. Das hat mich immer schon so fasziniert. Ich habe mir auch damals so eine Art Hexenbuch geholt mit so Zaubersprüchen und habe dann auch schon so, ich sag jetzt mal, Rituale vollzogen, ja, die dann auch komischerweise ein paar Tage später eingetroffen sind. Habe ich mir früher nie was bei gedacht. Ja, aber das ist halt ein Thema, es fasziniert mich immer und immer wieder. Ich lege auch privat, unabhängig von YouTube, immer noch Tarotkarten. Und selbst da kriege ich halt immer diese Bestätigung. Mir sagt jemand, pass auf, kannst du für die und die Person, die ich nicht mal kenne, die Karten legen. Und ich lege die Karten, schicke den Leuten das Ergebnis und die sagen, Bams, das gebe ich doch nicht. Du kennst die Person nicht, aber du hast mir gerade den sein Leben erzählt. Gesundheit und Sicherheit geht vor, ja. Das war, ja, Petra Homuth. Versteht mich. Das war einfach zu viel des Guten. Richtig. Das war einfach viel zu viel in einer Nacht. Viel zu viel Erfahrung, die ich da in einer Nacht gemacht habe. Ich meine, hallo, das war, ja, für meinen Kopf war das einfach viel zu viel. Und das ist halt das, wo ich halt nicht weiß, kannst du damit umgehen in Zukunft? Und da muss ich mir erstmal selber Gedanken darüber machen. Ob ich das auch wirklich kann, ob ich das auch wirklich schaffe. Bin ich so stark, um damit umgehen zu können, ja? Weil ich sag ganz ehrlich, ich werde mir weder meine Psyche, also weder meine mentale Gesundheit noch irgendwas anderes kaputt machen lassen. Mache ich nicht. Ja, ja, richtig. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern du ziehst die Bremse, wenn es. Genau. Weil
ich führe neben HLP ja noch ein anderes Leben. Ne? Ich habe mein Privatleben, ich habe einen Job, äh, ich habe meine Familie und erfahrungsgemäß habe ich ja von so vielen Leuten, die sich auch mit der Thematik, also die ich jetzt auch aus dem privaten Kreis jetzt kenne, ne? Jetzt nicht in Verbundenheit mit HLP, die mir auch wirklich erzählt haben, dass sie vor so und so vielen Jahren irgendwie mal Ouija-Sitzungen gemacht haben. Die haben das auch nicht richtig beendet und da ging die Luzi. Da war wirklich der Dämon bei denen auf dem Tisch am Tanzen. Ja, ich, deswegen, das ist das, wo ich echt mega Respekt vor habe. Und nein, muss ich nicht haben. Möchte ich auch nicht. Ich würde genauso reagieren wie du in dem Moment. Ja. Ja, das macht den Menschen halt auf. Der eine, der kann das. Ja, Vigos X, die sind ja nochmal hingefahren. Die waren ja jetzt gestern noch mal da. Die hatten ja gefragt gehabt, pass auf, wir werden sehr wahrscheinlich morgen nochmal hier hinfahren. Wollt ihr mitkommen? Dann ging ja abends dann mein Handy und ich habe gesagt, nee, tut mir leid. Weil es mir einfach so dermaßen schlecht ging. Ich habe gesagt, nee, wenn ich da jetzt reingehe, dann, ich weiß nicht, was dann noch passiert. Ja. Richtig. Nee, das ist es mir auch. Vielleicht habe ich da auch eine ganz andere Denkweise oder ich weiß es nicht, weil es gibt ja so viele, die auch wirklich über ihre Grenzen gehen, ob das jetzt abgesehen von YouTube ist oder, ne? Kennt ihr ja, die ganzen Social Media Dinger, TikTok und Instagram, da sind so viele, die über ihre Grenzen gehen, wo ich mich frage, warum tut ihr das? Warum? Warum setzt ihr euer eigenes Leben aufs Spiel? Eure eigene Psyche? Für was? Hm? Ja, damit ist nicht zu spaßen. Ja, ich gehe ab jetzt wirklich ganz anders damit um. Wirklich total anders. Ja. Nicht mehr so extrem locker, aber wenn ich wirklich nochmal irgendwie merke, da wird mir zu heiß, dann packe ich meine 7 Sachen und dann breche ich das ab und fahre nach Hause. Hm. Ja, ich würde genauso reagieren wie du. Ja, nee, nein, lass mal. Möchte ich nicht haben, muss ich nicht haben. Deswegen, also das ist so, was ich für die Zukunft sagen kann, was mit Therapie jetzt passieren wird. Ähm, Wir werden mal schauen, weil viele hatten auch auf YouTube schon geschrieben, die haben kein Facebook. Ich wollte jetzt erst einfach mal nur für Facebook ähm, dieses Statement angeben. Vielleicht machen wir da nochmal was für YouTube, damit die kein Facebook haben, halt auf YouTube natürlich auch noch Bescheid bekommen. Müssen wir die Tage einfach mal irgendwie gucken. Ähm, und dann, wie gesagt, kommt ja eh noch das Video, oder es wird sowieso noch dauern. Ne? Ja, denken wir mal drüber nach, sind auch die ganzen Fans. Boah, ich krieg schon wieder nasse Augen. Man hört auf, mich zu triggern. Das ist das. Ne? Wir haben ja auch in den ganzen 5 Jahren, wir haben ja auch so eine riesengroße Community aufgebaut, ja. Also so viele Herzensmenschen und sieht man ja alleine schon, wie viele Nachrichten wir bekommen haben. Wie viele für uns, also Leute, die wir ja nicht kennen, ihr kennt uns ja nur von YouTube oder jetzt hier von Facebook etc., wie viele gefragt haben, wie es uns geht, die sich Sorgen gemacht haben. Deswegen, das ist, ja, das ist wirklich gerade Engelchen und Teufelchen, ne? Dass ich wirklich sage, boah, das sind so viele Herzensmenschen auf YouTube und es ist schwer. Ja, das ist dann wieder, wo ich dann sage, ich kann nicht aufhören. Boah, das ist einfach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Trotzdem, was sagst du, wenn wir dir jedes Mal einen Spruch weinen? Ich kenne mich damit echt nicht aus, Pierre. Ich könnte jetzt ja auch wahrscheinlich ja sagen. Also um Gottes Willen, also das wäre super. Ich weiß ja auch nie,
ich meine, so Räucherstäbchen etc., das haben wir ja alles hier, aber ich weiß auch nicht, reicht das hier zum Beispiel aus? Ja, reicht hier das? Also bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, ich habe das ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, ich habe das auch von einem Zuschauer damals geschenkt bekommen und das hilft mir. Ich lege das nicht mehr ab. Alleine wie ich das schon umklammer in meiner Faust, das ist so, ja, mein persönlicher Schutz, ich weiß nicht. Ich nehme das auch wirklich also seitdem, ich nehme es nicht mehr ab. Ich habe das auch beim Pennen an. Ich lege es einfach nicht mehr ab. Das ist halt so meins. Muss ich haben. Ja, das braucht auf jeden Fall Zeit. Ich denke mal, das wird wirklich ein paar Tage jetzt brauchen, dass ich auch wieder ähm, zur Ruhe komme. Ich meine, jetzt ist eh langes Wochenende auch bei uns und dann muss ich sowieso wieder arbeiten. Dann komme ich ja auch auf andere Gedanken und dann muss ich einfach schauen, wie weit ich halt da noch gehen werde. Also inwiefern, ob ich da jetzt wirklich was. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Also mir fällt das auch wirklich nicht leicht. Ich kann nicht Ja sagen und ich kann auch nicht Nee sagen. Alleine wegen den Fans und den ganzen Leuten, die uns wirklich schon so lange unterstützen. Ja, das ist der Wahnsinn. Seht ihr, ich werd schon wieder emotional. Ich werde schon wieder emotional. Ne, das muss man unseren Fans und aus unseren Zuschauern und unserer Community ja auch wirklich mal sagen, ja. Also was wir da aufgebaut haben und wie extrem die auch zu uns stehen und wie viele wirklich unbekannterweise auch für uns da sind. Also das ist, ja, das macht mich fertig. Ja, genau, das habe ich nicht erwähnt, weil ich hatte vorhin noch so gedacht, boah, jetzt erzähl nicht zu viel, weil das kommt ja eh in dem Video vor. Gut, da Mike es ja jetzt eh angesprochen hat, ne? Es kam wirklich aus dieser Spirit Coast kam auch wirklich Dämon raus. Und danach ist ja erst überhaupt ähm, diese Situation so umgeschwenkt, ja. Wo es dann auch wirklich fies wurde. Ja. Ja. Alter, ich habe Tränen. Ja, jetzt, ich glaube, ich gehe dann gleich auch mal offline, glaube ich, weil Trigger. Nein, ich versuche euch ja einfach nur so mitzuteilen, ja, meine Erfahrung halt. Die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich meine, Mike war ja dabei, ihm geht es auch nicht besser. Also er wurde jetzt ja nicht angegriffen, er kann es ja selbst, er fühlte sich auch nicht wohl. Der hat sich ja auch Sorgen gemacht, boah, was ist denn da jetzt los? Und der wusste auch nicht, wie er das jetzt einordnen soll. Und ach, keine Ahnung, das ist einfach, ja, krass halt. Einfach krass. Ja, das wird auf jeden Fall, ja, ja, stimmt, Anneliese Milchfeld, ja. Oh, der Fall, der ist mehr interessant und das ist so definitiv passiert. Ich sage ja, so viele Dinge aus der Erfahrung, beziehungsweise die wir in der Nacht jetzt gemacht haben, sehe ich viele Geschichten auch aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie jetzt Anneliese Michel. Ja, mich braucht jetzt keiner mehr überzeugen, von wegen, dass es das Böse nicht gibt. Das Böse gibt es, egal in welcher Form. Wie gesagt, wir wissen nicht 100%, war es wirklich jetzt ein Dämon oder war es irgendwas. Das werden wir ja noch rauskriegen, das werden wir noch erfahren. Ja, ähm, innerhalb dem Austausch mit Ghost X, aber es gibt höhere Mächte. Also, wie, ich wusste halt vorher schon, aber jetzt noch umso mehr. Es gibt ja nicht nur Anneliese Michel, es gab ja noch mehr. Und das sind alles diese Geschichten, wo ich jetzt weiß, das ist so passiert. Und ich bin davon ich könnte auf den Tisch boxen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, den Leuten ist es wirklich so ergangen, wie die dargestellt wurden. Wie Anneliese Michel. Ja? Oder alleine die Gliedmaßen, die sich bei ihr so gekrümmt haben, etc. Also das kannst du nicht faken. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Ja, und wie gesagt, ich denke jetzt auch total über diese Filme und die Geschichten, diese wahren Begebenheiten, denke ich auch mittlerweile jetzt auch ganz anders drüber nach. Und das hat, also Anneliese Michel, ich hoffe, sie kann in Frieden ruhen, egal wo sie jetzt gerade ist, aber es ist ihr wirklich so passiert, wie es dargestellt wurde. Ja.
Ja. Oder ihr macht ein ganzes Team. Ihr seid Team B, die Team A. Trotzdem könnt ihr ja den Namen behalten, aber es könnt ihr euch stärker machen, wenn ihr euch zusammenlegt. Ja, wie gesagt, mal gucken. Also HLP ist mir auf gar keinen Fall egal. Die Community ist nie. Ich hab's jetzt, ne? Ich bin ja auch schon 1,5 Stunden am Babbeln. Die Community liegt mir auch sehr am Herzen, weil das wirklich, wir haben sehr viele liebe Menschen kennengelernt und da sind viele Menschen bei, die uns auch immer noch Hilfestellungen geben zu bestimmten Themen, egal wie. Ich brauche Zeit. Ich habe schon überlegt, ich habe ja noch meinen, den habe ich ja jetzt hier sowieso liegen, den nutze ich auch immer. Ich mache immer Notizen, wenn ich Tarot kann. Ich habe ja noch meinen Kalender, ne? Und ich habe schon überlegt, dass ich einfach das, was da passiert ist, vielleicht nochmal aufschreibe. So als Hilfestellung, um das halt einfach zu verarbeiten. Also hier reinschreiben. Jedes Mal, ich sage jedes Mal, wenn ich damit wieder anfange. Aber nicht jetzt. Vielleicht morgen, übermorgen, ich weiß es noch nicht, einfach nochmal aufschreiben werde, was da jetzt genau passiert ist, um dann vielleicht irgendwie damit auch abschließen zu können. Ja, ja, es gibt definitiv was Böses. Nein, da braucht mich echt keiner mehr von überzeugen. Ich weiß das jetzt. Einerseits stärkt das auch, weil man halt weiß, es ist definitiv nach dem Tod nicht zu Ende. Also da ist auf jeden Fall noch was, ja. Also das weiß ich ja sowieso schon, seitdem wir mit HLP angefangen haben. Ja. Ich bin einfach nur baff. So, ich habe jetzt wirklich alles gegeben und jetzt wirklich 1,5 Stunden geredet. Wahnsinn. Also es ist für meine Verhältnisse, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen gerade. Das habe ich ihm noch nie geschafft. Ohne Mike. Ich würde jetzt auch einen Cut machen. Da ich auch einfach, genau das meine ich. Und dann zerreiße ihn. Ach so, weil du vorhin sagst, ich soll so, ja, ja, ja. Haus des Djinn. Entschuldigung. War das nicht Haus des Djinn oder so? Boah, ich erinnere mich mehr. Ja, da war auf jeden Fall was. Nee, das war nicht so schlimm. Was hat die denn geschrieben zu dem Haus? Es geht hier so schnell. Racheengel, guten Abend. Das ist einfach der Hof mit den Medikamenten und Film ist verkauft worden. Tatsache. Ja, dann passt das ja. Pass auf, wenn ihr nächstes Mal losgeht, schreibe PN. Ich war ja einen Spruch, dann hast du Energie. Ja, man muss doch bedenken, das war auch ungewohnt, ne? Aber wir sind ja, also richtig tief in der Nacht sind wir ja meistens nicht mehr unterwegs und so, ne? Das war jetzt natürlich auch eine Umstellung gewesen für mich und ich war ja, keine Ahnung. Gut, am erster Linie ist das natürlich auch immer ein Adrenalinschub, ne, am Anfang, aber nee, ich will das nicht nochmal haben. Aus Versehen Dämonisch von, ne, irgendwie so in die Richtung war, ja, ich erinnere mich. Ja, das war aber nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß. Keins unserer bisherigen Videos und keins unserer bisherigen Livestreams oder Erfahrungen oder sonst was war so extrem wie in dieser Nacht. Taschentuch habe ich gebraucht heute. Warum? Alles gut und bitte belege genau, was wichtig ist. Panama Apothekerhaus, ja. Wann kommt denn das Video? Diese Woche definitiv. Meine Güte. Diese Woche definitiv nicht. Darauf die Woche wahrscheinlich, weil wie gesagt, es ist so viel. Da müsst ihr echt Verständnis für Mike haben. Und für Ghost X natürlich. So viel Material und wir tauschen das Material ja sowieso aus,
Das heißt, der Ghost X, ich glaube, die machen jetzt bis morgen noch Urlaub. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und das Material wird uns zugeschickt per Post. Haben wir beim letzten Mal aussuchen. Und das muss natürlich alles ausgewertet. Das ist nicht wenig. Das wird sehr, sehr, sehr dauern. Also diese Woche auf gar keinen Fall. Ich möchte auch nicht, dass Mike sich da auch so extrem viel Druck jetzt da macht, weil das wird echt viel sein. Ja. Also wie gesagt, Post kommt dann auf jeden Fall und dann muss das alles ausgewertet werden und ihr wisst das ja. Ne? Ich bleibe euch beiden treu und bleibt gesund, meine beste Grüße aus dem schönen Norden. Dankeschön. Das ist nett. Das baut auf. Ja, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, weil wie gesagt, vielleicht machen wir da irgendwie nächstes Wochenende nochmal kurz was auf YouTube, dass ich das dann da für die Leute, die kein Facebook haben, je nachdem, wie ich mich dann fühle und wie es mir dann geht, werden wir vielleicht da nochmal ein Statement kurz zusammen machen. Ich weiß es aber noch nicht. Ja. Gerne, warte. Gerne, ihr könntet auf Live kommen, auch so nur zum Reden. Ja, das machen wir ja ab und zu. Wir haben ja eh immer gesagt, wir wollen immer so ein bisschen wechseln. So Lost Plays, dann vielleicht einfach mal mit euch reden als Community, sich austauschen und so. Das machen wir ja eh schon. Wir werden sehen die Woche. Ich weiß es noch nicht. Macht das in Ruhe und sammelt Kraft. Ja, danke schön. Ach, jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Das baut dann doch auf. Ich sage ja, HLP hat einfach die beste Community. Das ist einfach so. Drücke dich und Name dich, Geride. Ja, danke schön. Bialille. Ich komme aus, gell? Ach, da wohnst du direkt um die Ecke. Ja, das ist ja da das Apotheker-Ding. Apotheker, Bauernhaus, Haus. Ich weiß nicht, inwiefern man einen Strike nachher auf Facebook bekommt. So, ich würde sagen, ich mache dann jetzt hier auch einen Stopp. Also danke, dass ihr da wart. Wirklich. Es hat mir auch echt gut getan, nochmal darüber zu reden, besonders mit Leuten, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen, weil wer erzählt sowas gerne irgendwie vor der Tür? Auch ja, ich habe übrigens das und das Erlebnis gehabt. Ich glaube, ich wäre sofort irgendwie in der Klapse oder so, ich weiß es nicht. Also das rechne ich auch echt hoch an. Ich sage ja immer wieder, HLP ist die beste Community, das ist einfach Fakt. Und mir geht es jetzt auch echt einen Tacken nochmal besser. Ich werde jetzt gucken, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Ich hoffe echt, dass ich emotional wirklich den Dreh kriege, da auch wieder rauszukommen aus diesem Erlebnis und aus diesem Loch. Und wir werden euch da auf jeden Fall am Laufen halten. Ne? Also Küsschen raus an euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ein riesengroßes Herz, ja, dass ihr da wart. Und ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Und dann bis demnächst. Tschüssi.